Mahlzeit, Freunde der leichten Unterhaltung, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Mit mir, James. Hallo. Und zwar sind wir unterwegs heute und bestimmt auch noch mehrere Folgen. Ich peile mal sowas um die 200 wird's werden, denke ich, an. Ich habe den Faden verloren. Geil. Direkt bei der Moderation. Super. Ja, wir spielen Star Trek Online auf jeden Fall. Die ganzen Story-Missionen mit meinem ausgelevelten Charakter, den habe ich jetzt schon eine ganze Weile. Und das Spiel spiele ich auch schon seit, ja, roundabout 12 Jahren, relativ genau. Mal mehr, mal weniger, das ist immer so ein On-Off-Ding bei mir. Und ja, wir spielen die Story einfach nochmal durch. Die kann man ja komplett nachspielen. Dafür braucht man sich nicht extra einen neuen Charakter machen. Und ja, wir begleiten unsere Kapitine, die das Raumschiff Intrepid befehligt, einfach auf ihrer Reise durch die unendlichen Weiten und dringen dahin vor, wo nie ein Mensch zuvor gewesen ist, würde ich sagen. So, machen wir das HUD mal wieder an. Ich weiß ungefähr, was ich tue. Leute, die sich wirklich mit dem Spiel auseinandergesetzt haben, werden wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was ich hier mache, aber ist mir relativ egal. So, Episoden. Ich muss die Episode, die ich vorhin mal angefangen habe, noch abbrechen. Einmal in Arbeit. Ich würde sagen, wir verwerfen einfach mal hier alles, was ich noch habe. Ist ja ganz schön viel Blödsinn dabei. Warum auch immer. Ja, Aufgaben kann ich nicht. Verwerfe ich. Verwerfe ich auch. Kann ich nicht verwerfen. Kann ich aber verstecken. Verwerfen und verwerfen und verwerfen und verwerfen. So, haben wir hier drüben schon mal ein bisschen Ordnung geschaffen. Und jetzt nehmen wir die Mission bitte nochmal an. Episoden der klingonische Krieg. Hier oben Tutorial brauchen wir in dem Fall jetzt nicht. Und ich würde sagen, wir setzen hier an bei diplomatische Befehle, dann haben wir hier erstmal ein bisschen was vor uns. Genau. We have a diplomatic mission for you. An important Vulcan ambassador is traveling from his homeworld to the monastery at Pajem. Capturing the ambassador would be a major coup for the Klingons or Orions, so we're assigning you to make sure everything goes smoothly. You were to escort Ambassador Soketh to Pajem. Please meet him at Vulcan. Once you locate him, speak with him about the transport mission. Do whatever is necessary to keep him safe. Gut, und unsere Aufgabe ist, wie wir gerade schon gehört haben, eskortieren Sie die Botschafter Soketh zum Kloster auf Pajem im Beta-Quadranten. Sie finden den Botschafter auf Vulkan im Beta-Quadranten. Exakt, das werden wir jetzt tun. Erstmal kurz hier rausgehen. Ganz schön viel Lärm da. Und dann beam ich mit uns hier mal raus. Genau. Und Ladebildschirm. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Ladebildschirme sind der Shit in diesem Spiel. Warum stehst du auf 4? Du solltest auf 3 stehen, danke. So, und dann kürzen wir das Ganze mal ein bisschen ab. Weil ich es kann. Genau deswegen und aus gar keinem anderen Grund. So, vulkanische Systeme treten. Noch ein Ladebildschirm. Ich sag ja, wir gewöhnen uns daran. Das ist ein sehr stark durchinstanziertes Spiel. So.
schwieriges Wort. Und weil ich keinen Bock auf Dauerlärm habe, gehen wir mal ein Stück nach vorne. Captain, wir haben das Vulkansystem erreicht. Ich habe mir die Freiheit genommen, die Assistentin des Botschafters zu kontaktieren, als wir angekommen sind. Tepela sagt, dass der Botschafter auf Reise möchte, dass bestimmte Vorkehrungen getroffen werden. Sie möchte sie gerne mit Ihnen durchgehen. Möchten Sie, dass ich Sie auf den Hauptbildschirm leite? Ja, mach mal, bitte. Greetings. Thank you for agreeing to escort the ambassador to Pajem. Ambassador Sokath is currently attending a ritual to honor the end of the Kalrek holiday. He will be done soon, but the ambassador is hesitant to use transporter technology. His bias against the transporters is not logical, but I have come to accept it. I believe that Sokath would be much more comfortable traveling by shuttlecraft. I have received clearance for you to land near the ambassador's location. I look forward to meeting you in person. Ja, dann gehen wir mal an Bord des Shuttles. So. Wir sind bereit, auf Vulkan zu landen, Sir. Wenn Sie zur Landung bereit sind, informieren Sie mich bitte. Alles klar. Das ist sehr hübsch. Dann, Elisa, lande mal. Lieschen. Starfleet Shuttlecraft. This is Vulcan Orbital Control. You are cleared to land at the requested coordinates. Welcome to Vulcan. Please enjoy your stay. Ich versuch's. Ist aber gar nicht so leicht bei der Hitze. Captain, der Botschafter und sein Gehilfe warten auf Sie im Tempel auf der Anhöhe. Sie können dort mit ihnen sprechen und herausfinden, ob der Botschafter noch etwas von uns braucht, bevor wir uns auf den Weg nach Pajem machen. Natürlich. Klar. Hey. Warum sollte er auch nichts brauchen? Bin ja das Mädchen für alles hier. Im wahrsten Sinne des Wortes gerade. Die arme Sarah. Mädchen für alles. Finde ich nicht okay. Ja, Assistentin, Tepela, bitte treffen, reden. Mach ich. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da. Dann erzähl mal. Ja, willkommen auf Vulkan, danke. Captain, I regret to inform you that we have come to an impasse in completing your mission. Allow me to explain. As you know, Pajem is sacred to the Vulcan people, and access to it is strictly prohibited. Ordinarily, this would not present any difficulty, but Savin, the leader of the order that maintains the monastery, has chosen this moment to illogically refuse to grant Ambassador Sokath permissions to meet with the abbot at Pajem. This is most abnormal. Kann diese Reise warten, bis Savin seine Meinung ändert? The ambassador has considered going to the council to request that they overrule Savin, but the process will take time that he simply does not have. If the ambassador is unable to complete his journey to Pajem now, he will have to delay it until after the trade conference at Coridan is complete, and that could take weeks. Ich frage mich, warum Savin dem Botschafter keine Erlaubnis erteilt. The ambassador, I'm afraid, has spent too much time off-world. I have seen it change him. His interactions with other species have grown easier over the years, but our own people have become more challenging for him to deal with. Perhaps you could speak to Savin. I know he has a great deal of respect for Starfleet, and you might have an easier time than he has in convincing him to grant the ambassador's request. Ja klar, das kriege ich hin, ne? Dann, ich red mal mit dem, ja? Wo ist er denn? Da ist er. Hey, Kollege. Gewähr dir mal Zugang. Ha? Peace and long life. Ja, dir auch. Do you seek knowledge of the ancestors? Nein.
Wir können ihn viel fragen. Suket sagt, dass sie ihm keine Besuchserlaubnis auf Pidgem erteilen. Sarketh accuses me of abandoning logic, but he is the one refusing to explain his reasons for wanting to go to Pidgem. The planet is sacred. Our ancestors walked those paths. They found understanding and serenity in its quiet. When I am at Pidgem, I feel more at peace than any place else in the galaxy. Pidgem has been touched by outside influences in the past. The Federation is at war. Now more than any other time, we must protect this refuge. Okay. Do you seek knowledge of the Nein. ancestors? Warum schränken die Vulkanier den Zugang zu Pidgem ein? Many years ago, Pidgem was used for political purposes. Technology used to spy on the Andorians was hidden beneath the sacred sanctuary. It should never have happened. Buildings that had stood for 12 centuries were destroyed because we allowed politics and war in a place where there should only be logic and contemplative thought. When the monastery was rebuilt, we pledged to keep it safe from the cares of the galaxy. Only those who seek peace may enter. Verstehe. Do you seek knowledge of the ancestors? Die Vulkanier haben Klöster. Even a people who reject emotion require peace and contemplation. We are a spiritual people. Our rituals guide us throughout our lives. Vulcans who choose a life of study and isolation, as the monks at Pidgem have done, help us maintain our connection with our ancestors. The monk's study of Sirach's words in the Kirshara give us all a greater understanding of who we are and who we should strive to be. Do you seek knowledge of the ancestors? Erzähl mal mehr über Surak. Centuries ago, the Vulcans were creatures of emotion. We fought one another in a series of wars that devastated our planet. Our species was on the brink of annihilation. Sirach taught us to embrace peace and to put aside our emotions in favor of logic. Sirach ushered in a time of awakening on Vulcan. His writings, the Kirshara, shaped all that we are. Without Sirach, the Vulcans you know would not exist. Aha, ja. Kommt mir alles schwer bekannt vor. So, Menschen, Erde, bla. Do you seek knowledge of the ancestors? Ja, vertrauen Sie Botschafter Suket nicht? I neither trust him nor distrust the ambassador. I simply do not understand him. He will not reveal his reasons for wishing to speak to the abbot, and has refused a mind meld with me. Normally I could respect his privacy, but other things I have heard trouble me. Do you seek knowledge of Gehst du the da ancestors? vielleicht nochmal etwas näher drauf ein, bitte? Danke. Sarketh has spent more and more time away from Vulcan in recent years, and seems ill at ease in what was once his home. Tapella admits he has changed in the past few months. He spends hours closeted in his study, and does not share meals with his staff as he used to. Tapella says that the stress of the war with the Klingon Empire is taking its toll. She hopes the peace of Pidgem will restore him. Das klingt doch vernünftig und logisch. Do you seek knowledge Erschreckend. of the ancestors? Was, wenn sich der Abt bereit erklärt, mit Suket über den Subraum zu sprechen? The monks do not use any unnecessary technology. Even replicators are not permitted on Pidgem. There is a communications array available to the monks for emergencies. Soketh's request does not qualify. Okay. Do you seek knowledge of the ancestors? Gibt es einen Weg, wie ich sie überreden kann, dass Suket Pidgem besuchen darf? I will permit it if you will pledge to me, on your honor as a Starfleet officer, that you will protect Pidgem from harm. Soketh says his reasons for wanting to speak to the abbot are private. I will accept that, but only if you are with him.
I know I can trust Starfleet. Please, protect Pajem from any who would violate its sanctity. Mach ich. Mach ich glatt. So. Können wir die Waffe wieder wegstecken. Der war ja doch ganz nett. Ja, dann sprechen wir mal mit Suket. Welcome to Vulcan. Ja. Do you have any questions? Na, erzähl mir was über Pajem. Pajem is a small world near Andoria. It is sacred to our people. There have been Vulcans on Pajem for centuries. In 2152, the ancient buildings that housed our monastery were destroyed by the Andorians. Die Andorianer. Aber die sind auch ein Teil der Föderation. It was a failing in our logic that led to conflict with the Andorians. We have corrected our error. After the Federation was founded, a group of Andorians, Vulcans, and humans rebuilt the monastery as a symbol of peaceful coexistence and cooperation. Since then, a group of monks has lived there. They study the ideals of Sirach. Do you have any questions? Ja, was treibt sie denn nach Pajem? My business is my own. If you must know more, I require a meeting with the abbot. He will not use subspace communications. So if I am to receive his counsel, I need to meet with him directly. Ja, komm mal runter, Kollege. Ich frag ja nur. Do you have any questions? Ja, ich habe mit Seven gesprochen, aber warum traut er Ihnen denn nicht? Das interessiert mich tatsächlich. How should I know? He is a small man with small concerns. Thankfully, he has listened to reason, and our journey won't be delayed any longer. I am ready to leave now. Is the shuttle prepared for departure? Ja. Lass uns mal gehen. Du könntest aber netter sein. Mitkommen. Ich hab doch mit dem gequatscht. Hallo. Kommst du jetzt mit? Ja, brav. Hier, komm. Mal ein bisschen schneller, alter Mann. Mir ist warm. Schlechtes Klima hier. Und die Luft ist dünn. Hallo, klimatisiertes Shuttle. Starfleet shuttlecraft, we have logged your flight trajectory, and you are cleared for departure. Live long and prosper. Dann mal wieder zurück zur Brücke hier. Blöder Botschafter. Botschafter Suket. Du hast einen Auffahrunfall produziert. Unfall. Botschafter Suket hat sich in seine Quartiere zurückgezogen, Captain. Wir können das System verlassen, wenn Sie möchten. Ja, war auch theoretisch gar kein Auffahrunfall, war ein Aufflugunfall, ne? Muss mein Fehler da eingestehen. Your inventory has a replicator that will allow you to buy and sell items. Press I to open your inventory. Psst, ich weiß das. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah ja, Pajem. Ja, nee, Auto navigieren wir einfach mal. Guck, da sind wir schon. Voll gegen die Sonne geflogen. Ja. Sir, ich erhalte in diesem System ungewöhnliche Energiewerte.
Wir sollten das System scannen, bevor wir den Botschafter auf die Oberfläche bringen. Machen wir doch glatt. Ich möchte gerne nur einmal kontrollieren. Ja, das wird alles wunderbar schön angezeigt, auch hier hinten. Das Schiff hatte mal Probleme, dass es gerne mal Zahlen angezeigt hat. Habe ich hier nicht irgendwo... Da. Mein Missionsreiter. Ja, meinetwegen. Ja, scan mal. Oh Mann. This is Captain Katak to all Klingon vessels. Target their warp drive. There will be no escaping our vengeance this time. Target shields have failed. Ach, jetzt wollte er reden. Ja gut, Captain, wir werden von den Klingonen gerufen. Ja, dann ab auf den Schirm. Cease your fire, Captain. Perhaps today is a day for words. My fellow captains were blinded by our vengeance toward the shapeshifter aboard your vessel. They have died with honor. But if I am to die this day, then I would prefer to regale the halls of Stovokor with the tale of that foul creature's death. Formwandler? Ha! So even the mighty Federation has been fooled by the beast. Your guest from Vulcan is not as he or she seems, Captain. They are an Undine. They put on a false face and try to control us. But we Klingons know better. We will hunt them down until the last of these honorless dogs dies screaming. Ein und die? Hast du Beweise? Proof? Pah! Allow me to stick a blade in its belly while I look it in the eye while it dies. That should be proof enough, even for Starfleet. Ich werde das berücksichtigen, hm? If you wish the honor of the kill yourself, then it is yours to have. So long as the Undine dies, I will meet my death with eyes wide open and victory in my heart. I await your decision. Close hailing frequencies. Oh, okay, was meinen denn die anderen hier so? Hm? Captain, die Scans zeigen, dass der Warp-Antrieb, die Schilde und die Waffensysteme des klingonischen Schiffs offline sind. Sie scheinen nicht einmal Impulsantrieb zu haben. Egal, was sie entscheiden, sie können nicht viel dagegen tun. Den Undinen besprechen, den Undinen besprechen, den Undinen besprechen. Ja, ich bin ja Technik, ne? Bin Ingenieur? Ja. Die Undinen stammen aus einer Dimension namens Flüssigraum. Sie verwenden Quantensingularitäten, um in unsere Dimension zu gelangen. Ich fürchte, dass ihre Technologie unser Verständnis übersteigt. Doch eines ist sicher, wir dürfen sie nicht unterschätzen. Okay, warum dann als Schiff der Sternenflotte verwenden? Berechtigte Frage. Das kann ich nicht sagen, Captain. Doch da die Undinen im Beta-Quadranten so gut wie unbekannt sind, werden sie ihre Anwesenheit vermutlich verschleiern wollen. Und die Klingonen, die wussten davon. Die Klingonen
könnten die Wahrheit sagen, Captain. Wenn die Undinen im Beta-Quadranten sind, könnten die Klingonen sie vor uns aufgespürt haben. In diesem Fall der Feind meines Freundes. Was? Nein, der Feind meines Feindes ist mein Freund. So. Genau. Wissenschaft. Die Undinen sind eine Spezies, die zum ersten Mal von der Crew der USS Voyager entdeckt wurde. Sie haben sie als Spezies 8472 katalogisiert. Wie der klingonische Captain bereits erwähnte, können sie ihre Gestalt verändern. Außerdem verfügen sie über telepathische Fähigkeiten, mit denen sie andere Kreaturen und Spezies infiltrieren können. Also könnte Botschafter Soket einer von ihnen sein. Ich fürchte, dass wir es nicht ausschließen können, Captain. Ich könnte einen Test durchführen, um festzustellen, ob der Botschafter wirklich ist, was er behauptet. Ja, leider würde das seine diplomatische Immunität verletzen. Und dann noch taktisch. Die Undinen sind den Menschen körperlich überlegen und sehen alle Lebensformen aus unserer Dimension als minderwertig an. Ihre Schiffe sind denen der Borg ebenbürtig. Sie sind eine große Bedrohung für die Sternflotte. Ja, ach was. Lieschen. Da sagst du was. Wo befindet sich Botschafter Soket jetzt? Botschafter ist in seinem Quartier. Sir, ich schlage vor, den Botschafter festzunehmen, bis wir seine Identität überprüft haben. Eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme, ja, finde ich okay. Was ist eigentlich mit seiner Immunität? Dem widerspricht das nicht? Naja. Rufen Sie den Botschafter auf die Brücke und öffnen Sie einen Kanal zum Schiff der Klingonen. Wir klären das. My patience is growing thin, Captain. If you lack the stomach to slay the beast aboard your vessel, then any Klingon here would gladly do it for you. I'd hate for you to stain that pretty Starfleet uniform with Undine blood. Sehr großzügig, aber wirklich nicht notwendig. Then the beast is slain? Makar! Very good. Perhaps you've the heart of a warrior after all. Let me look upon our enemy, and tonight we will dine together as warriors and drink to the honored dead. Ja, hier guck mal, da, Botschafter. Captain, I take my meditations very seriously. Why have I been summoned to the bridge? Na, Angeklagter, begrüßen Sie Ihren Ankläger. Alive? You're a fool, Captain! Strike now before it's too late! Nicht ohne Beweise. You want proof? Then lower your shields and allow me to beam over. Once the Undine's blood coats my blade, you'll see it for what it truly is. A Grint hound in Tark's clothing. Na, Botschafter, lassen Sie mich erklären. There's no need, Captain. The situation is not difficult to unravel. My concern lies in the logic of you entertaining this Klingon's meritless claim. Ja, dreist, aber nicht unmöglich. A most illogical conclusion. Allow us to examine the facts, Captain. You have a crippled Klingon vessel, whose captain has made unsubstantiated claims that I am an Undine, a species that is known to both the Federation and the Klingon Empire as a considerable threat. Also eine vernünftige Überlegung. Potentially, but only if a great many other factors were to be true. Is it not much more likely that the Klingons have, in the face of defeat, instead sought to exploit Starfleet's desire for peaceful resolutions to conflict in order to repair their vessel and renew their assault? Ja, wie ist denn der Status von denen? Waffen funktionsunfähig, Warp-Antrieb immer noch offline. Moment, ich erfasse einen Energieanstieg. Sie aktivieren ihre Tarnvorrichtung. Naja, dann. A true warrior strikes without mercy, Captain. I only hope to teach you this lesson personally before the Undine does. We may not be able to best your vessel, but a Klingon knows many roads to victory. The beast may have evaded my vengeance for now,
but I can still ruin its plans here at Pajem. Ja, ja, Feuer. Nichts mehr zu feuern da. Die Sensoren haben sie verloren, Captain. Sie sind weg. Dann scan mal. Ich erfasse Energiesignaturen auf der Oberfläche von Pajem. In der Nähe des Klosters. Es scheinen Transportersignale zu sein. Die Lebenszeichen deuten auf Klingonen. Okay. Ich nehme ein Außenteam mit, ja? Danke. Captain, soll ich Sie begleiten? Nein, es ist zu A gefährlich. wise precaution. Though I admit I am eager to see my people safe, I will await word until the monastery is secured. And Captain, let not my journey here be for naught. Mhm. Außenteam zu Transporterraum 1. A wise precaution. So. Dann runterbeamen. Genau. Das Lieschen kommt mit, die 5 kommt mit, Leonia kommt mit und Le Docteur. Den nehmen wir auch noch mit. Captain, wir müssen das Gebiet sichern und uns dann unseren Weg zum Kloster bahnen, das sich oben auf dem Hügel befindet. Es gibt mehrere klingonische Patrouillen zwischen uns und dem Hauptgebäude, Sir. Wir sollten vorsichtig sein. Ja, bleiben Sie wachsam, wir müssen die Mönche finden. Wo haben wir denn die Klingis? Klingönchen. Ein paar Klingönchen schnetzeln. Sind doch bestimmt irgendwo da. Nee, da, nee. Ach, die sind hier irgendwo. Da sind doch welche. Da, da. Da. Hoch, das ging schnell. Ich muss mich hier erstmal mal wieder zurechtfinden. Was war denn das? Energie zu Schilden umleiten. Das ist mein Dom. Ah ja, dribbeln könnte ich mich auch mal. Was macht das eigentlich? Ups. Das macht weiß. Das macht mich kurz unsichtbar, okay. Persönliche Tarnvorrichtung. Aber mein Gewehr ist davon nicht betroffen. Schade. Was? Ist da noch jemand? Da ist doch keiner mehr. So. Einmal die Kiste öffnen. Ja. Also ich halte fest, ich brauche definitiv die 3 und den. Dann machen wir das vielleicht mal so. Genau. Warum sind welche? Ich weiß es. Ich sehe euch. Auf den Kopf! Nicht mir, den! So. Ja, kümmere dich mal um die Verwundeten. Machst du gut. Ist klar. Ich gehe weiter. Ne, eine Kiste will ich nicht und weißen Loot will ich auch nicht. Weißer Loot. Gibt's denn sowas?
Hello. Hello there. Wusste ich's doch. Sehr theatralisch gestorben. Sehr gut. Sir, wir haben eine Warnmeldung vom Vulkan erhalten. Tipilla sagt, dass sie umgehend mit Ihnen sprechen muss. Ich stelle sie auf Ihren Tricorder durch. Wirklich? Auf meinen Tricorder? Okay. I have terrible news. Vulcan security forces have discovered the body of Ambassador Soketh. They have determined that he was killed by a phaser blast at short range. His remains were discovered in a stasis chamber hidden in a cavern beneath the Ambassador's residence. The Ambassador on your ship, the one that I have been working for, is an imposter. Ah. Hat der Klingone wohl die Wahrheit gesagt. Naja, weiter. You need to be very careful. This imposter was able to fool Soketh's closest associates for months. He is crafty and very patient. Now that he has been discovered, he will be dangerous. Captain, die Sicherheitsteam haben die Quartiere vom Botschafter Soketh erreicht, aber er ist fort. Wir durchsuchen das Schiff, aber... Sir, mir wurde soeben eine nicht autorisierte Benutzung der Transporter gemeldet. Die Regierung von Vulkan fordert, dass der Betrüger Soketh festgenommen und an Vulkan für ein Verhör ausgeliefert wird. Sir, wer auch immer den Transporter benutzt hat, hat die Protokolle gelöscht und ich werde den Eindruck nicht los, dass sich der Betrüger auf der Planetenoberfläche befindet. Wir müssen ihn finden. Okay. Wird nicht schwer. Such emotion on your face. I see now my deception has been exposed. Pity. Capturing the abbot so we could replace him as well would have been beneficial. But we are strong. We will prevail. You are weak, and the weak shall perish. Ja komm, das war jetzt wenig überraschend. Hallo. Okay. Zurück zum Schiff. Wir sollten auf die Intrepid zurückkehren und nach dem Undinen-Schiff suchen. Wir müssen den Undinen finden und ihn zur Sternenflotte zurückbringen. Es ist nett, dass du mir das sagst, Doktor. Captain, da kommt ein Undinen-Schiff auf Abfangkurs. Sir, die Intrepid hat keine ausreichende Bewaffnung für einen Undinenangriff. Das stimmt überhaupt nicht. Die Sternenflotte berichtet, dass sie 2 Schiffe als Unterstützungsschiff schickt, aber dass sie noch 2 Minuten brauchen, bis sie hier sind. Wir müssen durchhalten, bis Verstärkung eintrifft. Wenn wir auf ihre Torpedos zielen, haben wir vielleicht eine Chance. Warning, ship is under attack.
Ja, ja, ich arbeite dran. I don't know if the Undine will listen to your message, but maybe it will make a difference. The Undine ultimately want to keep fluidic space free from outside influence. When Catherine Janeway first encountered them in the Delta Quadrant, she promised we would stay away, and we held to our end of the bargain until the Undine sent agents to infiltrate our governments. Mhm. Übrigens, dieser Charakter ist ein Delta-Rekrut, so heißt es. Genau. Und dadurch kann er hier und da ein paar Sachen, die ein normaler Charakter nicht kann. Und ich glaube, der Zeitagent hier gehört mit dazu. Der hat was mit dem Delta-Rekruten zu tun, auf jeden Fall. Weiter. But the Undine only sent those agents because the Iconians fooled them into thinking we were invading fluidic space first. We were both deceived. This is a tragic series of misunderstandings that has led to wars and countless deaths. And it's all the Iconians' fault. They used the Undine to destabilize our alliances and set the stage for their invasion. Tja. Erstmal das Gas scannen. So viel Zeit muss sein. Oder ein Trümmerscan. Klar, die Daten jetzt herunterkippen. Okay. Eine Nachricht von der USS Challenger, Captain. This is Captain LaForge of the USS Challenger. Glad to see we made it here in time to lend you a hand. Perhaps you'll return the favor someday. LaForge out. Na klar. Ich komme drauf zurück. Wir haben die letzten Datenübertragungen des Undinenschiffs und auch Proben des organischen Materials, aus dem sie ihre Schiffe herstellen. Diese Informationen müssen wir dem Geheimdienst der Sternenflotte übergeben. Vielleicht kann er Nachrichten entschlüsseln und uns mehr verraten. Alles klar. Tschüss. So. Erledigt. Dann können wir mal abgeben. The ambassador was an Undine? I'm afraid their infiltration of the Federation goes much deeper than we realized. Who knows what kind of havoc they could create? Ja, viel. Was nehme ich denn? Ah, hier, da kann man bestimmt was draus machen. So, dann war's das aber auch mit dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann die nächste Mission anfangen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht bleibt der ein oder andere ja auch dabei oder kommt neu dazu. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.